Das Bild zeigt Henriette Caroline von Carlowitz, geborene von Rechenberg, und ist gemalt 1772 in Dresden. Henriette von Carlowitz ist zu dem Zeitpunkt, als das Bild gemalt wurde, 21 Jahre alt und ist bereits 2 Jahre verheiratet mit dem 14 Jahre älteren Kammerherrn Georg Heinrich von Carlowitz. Auf der Rückseite können wir eine Beschriftung sehen, die heißt Henriette Caroline, geborene von Rechenberg. Und dann heißt es darunter nochmal gemalt von Anton Graf in Dresden 1772. Wir haben zunächst nur Tests gemacht zur Oberflächenreinigung und diese Oberflächenreinigung war aber schon so unglaublich erfolgreich, weil das Bild so wahnsinnig verschmutzt war, dass wir alle schon über dieses Ergebnis zu Beginn ganz froh waren und gesagt haben, eigentlich könnten wir es auch so lassen. Nach der Oberflächenreinigung, als dann der ganze Schmutz abgenommen war, zeigte sich aber dann viel deutlicher, als das vorher der Fall war, dass es doch sehr viele alte Beschädigungen und alte verfärbte Retuschen gab und dass außerdem der Überzug, also der Firnis, in vielen Bereichen krepiert war. Wir bezeichnen das als Krepierung, wenn der altert und spröde wird, dann kriegt er kleine, feine Risse und dann wirkt die Oberfläche an sich eben milchig. Das hatten wir in extremem Maße, besonders im Hintergrund, und dann war natürlich auch klar, dass der Firnis ganz stark gegilbt ist. Nach der Firnisabnahme haben wir aber auch erstmal gesehen, wie viele alte Retuschen es tatsächlich gibt, und die gingen zum Teil schon gut auch mit abzulösen, mit dem Firnis. Die haben sich im gleichen Lösungsmittel gelöst, wenn sie jünger waren, aber ältere Retuschen machen jetzt ganz große Probleme und da ist es wirklich schwierig, diese zum Teil sehr großflächig übermalten Bereiche wieder freizulegen. Das lohnt sich aber, denn darunter befindet sich ja immerhin originaler Graf. Und da haben wir dann hinterher ein bisschen mehr davon als vorher. Also wir haben einen großen Vorteil bei den Überzügen, die verwendet wurden, denn das sind alles in der Zeit Naturharzfirnisse, also entweder Dammer oder Mastix. Und die haben den großen Vorteil, dass sie mit der Alterung unter UV-Strahlung fluoreszieren. Das heißt, ich kann anhand der Fluoreszenz der Retuschen unterschiedliche Generationen feststellen. Ich kann zum Beispiel hier sagen, bei der Henriette von Carlowitz sind mindestens 5 unterschiedliche Arten an Überarbeitungen drüber gegangen, die sehr gut voneinander abzugrenzen sind. Wenn diese Retusche abgeschlossen ist, wird wieder ein Firnis aufgetragen und das erreichen wir, indem wir den Firnis spritzen, allerdings dann eben sehr, sehr dünn. Wenn der Firnis dann getrocknet ist, dann wird das Bild wieder in seinen ebenfalls restaurierten Zierrahmen eingerahmt und kommt dann schlussendlich hinauf in den Grafsaal. Und da freuen wir uns dann sehr, wenn Henriette von Carlowitz zusammen mit den anderen Grafs präsentiert werden kann. Und ich hoffe sehr, dass die nächste Restaurierung dann mindestens noch mal 200 Jahre auf sich warten wird.